Das Leben ist zu kurz für irgendwann. Das ist der Wahlspruch, den die Besitzer dieses Fahrzeugs für sich entschieden haben. Und damit für euch nicht irgendwann anfängt, sondern sofort, zeige ich euch heute diesen wunderschönen Pössl Vario 499. Das ist ein gebrauchtes Fahrzeug aus dem Jahr 2018. Der hat die eine oder andere Spur, wie die aussehen, was der Wagen kostet und warum dieser Grundriss weiterhin ein sensationell toller Grundriss in super kompakten Abmessungen ist. All das zeige ich euch heute in diesem Video vom Pössl Vario 499. Ja, hallo und herzlich willkommen bei Togo Reisemobile. Bevor wir hier einsteigen in dieses Video, nochmal für euch der Hinweis. Wir zeigen auf unserem Kanal immer wieder gebrauchte Fahrzeuge, die wir für Kunden anbieten. Und das Video geht quasi parallel zur mobile.de Anzeige mit online. Wenn ihr also up-to-date bleiben wollt und vielleicht auf der Suche nach einem gebrauchten Fahrzeug seid, könnte das eine gute Idee sein für euch, den Kanal hier direkt unter dem Video zu abonnieren, damit ihr immer eine aktive Information bekommt, wenn das nächste Auto online geht. So verpasst ihr nichts und vielleicht kriegt ihr so euer nächstes Traumfahrzeug, weil in Zukunft schon viele spannende Fahrzeuge kommen werden. Da stehen schon die nächsten dahinter. Der ist gerade vom Transporter gerollt. Westfalia Werksvorführer. Vielleicht auch eine spannende Variante, aber darum geht es hier heute nicht. Ich zeige euch heute diesen Pössl Vario 499 und wir haben uns bewusst so davor positioniert, damit ihr eine Idee bekommt, wie kurz dieses Auto ist. Wir haben das Außenformat eines klassischen VW-Busses. Natürlich nicht in der Höhe, natürlich nicht in der Breite, aber wir haben 4,99 Meter in der Länge. Das heißt, es ist ein ganz normales Pkw-Maß. Dahinter steht ein Mercedes Kombi in Alter, der ist, glaube ich, fast genauso lang. Ich meine, der ist 4,89 Meter, also fast das gleiche Auto. Und was man in dieses Auto reinstecken kann, von dem Wohnmobilausbau, ist unfassbar, wie viel das Auto bietet. Es hat das größte Bett, oder eins der größten Betten, die wir hier auf dem Hof haben. Ihr habt eine Sitzgruppe für 4 Personen, trotzdem einen schönen Heckstauraum, eine Toilette, eine Dusche, eine Heizung, warm Wasser. Mega Stehhöhe, also alles, was das Herz begehrt. Und deswegen gucken wir jetzt mal durch die einzelnen Dinge. Wir haben das Auto ganz bewusst so genommen, wie es vom Kunden uns zur Verfügung gestellt wurde, damit wir euch nicht irgendwie das Bild verfälschen, weil wir euch ja einen ganz realen Einblick in dieses Fahrzeug geben wollen. Also, wir haben hier einen Pössl Vario 499, der ist erst zugelassen im April 2018. Wir verlinken übrigens die mobile.de Anzeige unten im Video. Der hat jetzt knapp 38.000 Kilometer, ist erste Hand, war bei allen Inspektionen, steht auch, gehen wir nachher alles genau drauf ein und ist, glaube ich, eine runde, schöne Ausstattung. Aber dadurch, dass er eben, und ich werde das heute noch häufig sagen, dadurch, dass er fast genauso hoch wie lang ist einfach unglaublich, was drin ist. Wir drehen erstmal kurz eine Runde rum. Was sehen wir von außen? Das werden, also es sind Ganzjahresreifen, das habe ich eben schon gesehen. Genau, das sind Reifen vom Ende 2017. Das sind also auf jeden Fall noch die ersten Reifen, die auf dem Auto drauf sind. Da vorne auf jeden Fall. Und hier hinten haben wir, wo ist die Produktionsnummer? Genau, gleiches Produktionsjahr, gleicher Produktionsmonat. Ihr könnt ja, guck mal, das kann ich vielleicht mal zeigen für denjenigen, der nicht so versiert ist, immer ein guter Indikator, wenn ihr, warte, wo musst du, da? Es gibt irgendwo diese DOT-Nummer und da ist am Ende hier schön auf dem Kopf steht da 3317. Das ist quasi, wenn ihr euch gebrauchte Fahrzeuge anguckt, könnt ihr da wunderbar sehen, wie alt so ein Reifen ist und was der Reifen kann. Weil das, was dort steht, heißt, er ist aus der Kalenderwoche 33 im Jahr 2017. Und das muss halt immer ganz gut zu den Aussagen des Verkäufers passen. In dem Fall super schlüssig. Das Auto ist in 2018 zugelassen und der Reifen aus 2017. Und jetzt muss ich leider einmal ans Telefon und gleich geht's weiter. So, jetzt habe ich den Faden ein bisschen verloren, weil ich kurz telefonieren musste. Aber ich hoffe, dass ich ungefähr da anknüpfe, wo wir vorher stehen geblieben sind. Wir wollten auf jeden Fall den Rundgang machen, damit ihr von außen seht, was Sache ist. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht, was bei so einem GFK-Dach nach einer gewissen Zeit manchmal kommt, ist, dass der Lack oben, nicht der Lack, aber die oberste Schicht so ein bisschen müde wird. Deswegen ist das Dach oben ein kleines bisschen matt. Da müsste man sich wahrscheinlich ein bisschen drum kümmern. Es geht ja heute hier darum, euch ganz klar zu zeigen, was die Stärken und was vielleicht auch die Schwächen eines solchen Fahrzeugs sind. Aber da muss man letztendlich immer gucken. Es ist offensichtlich, dass wir eine Markise dran haben. Wir haben Sicherheitsschlösser mit am Auto dran. Und zwar hier im vorderen Bereich also die Heosafe-Schlösser. Das heißt, das ist von innen zu verschließen. Greift dann hier dahinter. Und dann gehe ich durch die Schiebetür raus und schließe hier von hinten ab. Und das kann man sich mal angucken. Das zeigt, warum es so super sinnvoll ist, diese Schlösser zu haben. Das Schloss ist schon noch voll in Funktion.
aber da hat durchaus mal jemand versucht aufzubrechen. Das heißt, ihr könnt davon ausgehen, dass da jemand mal sein Glück versucht hat und das Auto noch da ist, weil es vernünftig abgesichert wurde. Also auch wenn ihr euch ein neues Auto kauft, denkt dran, es vernünftig mit abzusichern. Die letzten, sagen wir mal in Größenordnung, Schlösser, ein bisschen Kleinkram drumherum, ich sag mal Pi mal Daumen, 1000 Euro Grundabsicherung sollten in jedem neuen Auto mit drin sein. Dann haben wir den ein oder anderen Aufkleber drauf, da oben den Leuchtturm, dann musst du mal bitte mit mir hier rumkommen. Hier vorne über dem Fahrerhaus, das ist ja fast wie bei einem Allkauf im Reisemobil, die Kuschelzone. Das sind aber ja alles Dinge, die man nach eigenen Geschmäckern verändern kann, eigene Sachen drauf machen kann oder auch wegnehmen kann. Und wenn ihr wollt, dass das Auto euch anzwinkert, lasst ihr jetzt drauf. Und wenn nicht, nehmt ihr es halt einfach runter. Dann haben wir lackierte Stoßfänger hier vorne. Die sind nicht Standard gewesen, dass es ein Citroën ist. Achso, ich habe eingangs gar nicht gesagt, was für einen Motor wir haben. Wir haben hier den 120 kW, also 163 PS dürften das sein. Citroën als Handschalter, als 3,5 Tonnen Light-Chassis. Hier auf der Seite haben wir einen ganz normalen Vario 499. Das hat hier noch seinen Kühlschrank dahinter, schon die getönten Fenster. Da gab es mal in einem Modellwechsel Unterschiede mit drin. Und die Dachfenster oben, die bei den meisten Herstellern Extrakosten sind, bei dem Wagen damals schon serienmäßig gewesen. Was nicht Serie ist, sind die verschiedenen Dachhauben. Und der hat zum Beispiel oben über dem Bett das Midi-Heki, das heißt die 70×50 Dachhaube, mit der man dort vom Bett den Sternenhimmel sehen kann und selber auch gut rausschauen kann. Und dann hinten der Aufhänger vom Anfang unseres Videos, das Leben ist zu kurz für irgendwann. Also ich würde sagen, los geht's. Euer Irgendwann sollte jetzt sein. Und bevor wir reinschauen und gucken, was sich drin verbirgt, nee, das machen wir hinterher. Am Ende holen wir noch mal kurz eine Leiter mit dazu und gucken noch mal oben aufs Dach. Weil bei dem Wagen, das kann man von der Seite schon sehen, die Kunden noch eine Sattanlage und eine Solaranlage aufgebaut haben. Und da will ich selber noch mal aufs Dach gucken und gucken, was mit drin ist. Dann hat er hier hinten das Fenster mit drin. Das ist auch nicht serienmäßig gewesen. Ich glaube, das haben wir sogar irgendwann nachgerüstet. Und ich hole mal kurz einen Schlüssel und mache uns mal hier die Tür auf, dass wir von hinten noch mal in den Stauraum schauen können. Hecktüren sind offen. Wir haben uns mit dem Verkäufer darauf verständigt, dass wir die Sachen erstmal alle hier mit im Auto lassen und dass die neuen Besitzer sich dann hinten raus überlegen können, ob sie es behalten wollen oder nicht, weil jeder sich ja Gedanken drüber gemacht hat. Hier hat er sich zum Beispiel eine offene Ablage gemacht, hat gesagt, da hat er immer lange Sachen, sowas wie Markisen, Adapter und sowas mit drin gehabt. Wir haben die Ausgleichskeile hier, die einen festen Platz mit haben. Wir haben hier ein kleines Fach, wo eine Ablage mit drin ist und das ist ein ganz guter Gesprächsansatz. Hier haben wir, achso, Quatsch, hier unten hängt er. Hier müssen wir hingucken. Hier haben wir so eine Kabelschlaufe mit drin. Das ganze Auto hat eine Titronik-Alarmanlage, also nicht nur die Schlösser als Basisabsicherung. Und ihr könnt quasi, das müssen wir hier mal kurz, Sekunde, irgendwo einmal unter durchziehen. So, dann kann man das nämlich besser erklären. Die Grundidee, die hier dahinter steckt, ist nämlich, wenn ihr euch jetzt, kannst du deinen einen Arm ausstecken? Können wir das auch sehen auf dem Bild. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, das ist hier ein Fahrrad, was draußen steht. Das wird quasi einfach die Kabelschlaufe drumherum gelegt. Ja, wir werden sehen, ob es funktioniert. Wird die Kabelschlaufe drumherum gelegt. So, ich hoffe, es tut weh. Und dann ist das mit in die Alarmanlage integriert. Wird hier quasi mit eingerastet. Und wenn jetzt jemand kommt und das Kabel kappt oder vom Fahrrad runternimmt, ist der Kreislauf unterbrochen und dann geht die Autoalarmanlage mit los. Und das Kabel kann man hier einfach unten durch die Dichtung mit rausführen und damit sind Fahrräder, die auf einer abnehmbaren Anhängerkupplung hinten dran, auf der Anhängerkupplung hinten dran stehen, auch mit abgesichert. Das ist durchaus eine praktische Sache und wenn man so eine Titronik-Alarmanlage einbaut, dann würde man das auf jeden Fall mitmachen. Zu der Alarmanlage gehört auch der zweite Teil der Wahrheit sozusagen. Wir haben die Hauptmotivation der Alarmanlage war damals gar nicht die Alarmanlage selber, sondern dass die Schlüssel, die aus diesem Baujahr hier, wenn ihr euch solche Schlüssel anguckt, damals eine Einmalübertragung hatten. Das heißt, es ist immer der gleiche Code, der zwischen Auto und Schlüssel kommuniziert. Hier sind jetzt Titronik, ist eine eigene Titronik-Platine drin. Das heißt, die Kommunikation ist, wenn ich auf und zuschließe, nicht mehr von dem Schlüssel zum Auto, sondern von dem Schlüssel zur Alarmanlage. Und die Alarmanlage gibt quasi auf dem Kabelweg
die Information ans Auto, alle Türen aufzumachen. Und das macht sie mit einem sogenannten rollierenden Code. Das heißt, jedes Mal mit einem neuen Code. Und so kann auch, wenn jemand das Funksignal mit seinem Laptop abfängt, das nicht noch ein zweites Mal verwendet werden, um das Auto wieder aufzuschließen. Also wir haben nicht nur eine Alarmanlage, sondern auch diese Sicherheitslücke mit geschlossen. Und dann haben die noch zwei Fernhandsender mit dazu gekauft, dass man auch mit dem Schlüssel, der eigentlich keine Fernbedienung hat, das Auto bedienen kann. So, das war der kleine Exkurs zur Alarmanlage. Wer möchte, könnte diese Alarmanlage noch mit einem sogenannten Profinder versehen. Dann könnt ihr das Auto sogar noch orten und per SMS mit dem Auto kommunizieren. Das hat der Wagen jetzt aber noch nicht drin. Ansonsten haben wir eine Rückfahrkamera, haben wir eine Art Anhängerkupplung, die ist extra ein bisschen tiefer gesetzt, dass man, wenn Fahrräder drauf sind, das nach hinten wegklappen kann. Haben hier hinten die Parksensoren mit drin. Und das, was ich euch zeigen wollte, ist einfach dafür. Und wir müssen jetzt ja immer wieder, wie gesagt, ich werde das noch häufiger sagen, ins Bild holen, dass wir sagen, wir haben hier ein Auto, was 4,99 Meter lang ist und haben trotz der ganzen Dinge, die drin sind, so viel Stauraum. Zack, Türen zu und jetzt gehen wir endlich rein. Das Gute ist, in so einem Vario 499 ist der Innenbereich schnell erklärt. Das ist ein kompaktes Auto, aber guckt euch einfach mal an, wie riesig das ist. Immer wieder das Verhältnis VW-Bus als normales Fahrzeug daneben stellen. Guckt, wie viel Platz hier über mir noch ist, wie viel Raum insgesamt da ist und der Lebensraum, das Bett und alles, was dazugehört, das ist einfach sensationell in so einem Vario 499. Von der Aufteilung relativ schnell und einfach gesehen. Wir haben hier einen ganz normalen Gas-3-Flammenkocher, der mit da ist. Der hat auch in dem Baujahr natürlich schon eine elektrische Zündung. Daneben das kleine Waschbecken, also so klein ist das gar nicht, ein normales Campingwaschbecken. Und damit wir hier einmal die Küche auch gemeinsam abhaken, machen wir hier einmal vorne das Halbrund auf. Das habe ich immer sehr gemocht in den Baujahren. Das vermisse ich ein bisschen bei den aktuellen Fahrzeugen, dass wir diesen runden Schrank quasi nicht mehr haben, weil der einfach so schön offen zum Raum ist und trotzdem großzügig genug. Dann haben wir hier so eine Art Apothekerauszug. Die Besteckschublade. Und darunter, das ist nur eine Klappe, wenn ich mich recht entsinne, genau, einfach nochmal ein Stauraum. Dahinter ist der Radkasten, deswegen ist der nicht so tief. Dadurch, dass die Küche dadurch, dass in der Küche kein Kühlschrank ist, sondern der ausgelagert ist, verliert man dort eben keinen Raum. Der Kühlschrank ist dafür aber dann richtig schön auf Augenhöhe und hier oben mit drin. Anders als in den meisten aktuellen Autos ist das hier ein Absorberkühlschrank. Das heißt, ihr habt quasi einen 3-Wege-Kühlschrank, der wahlweise, wenn ihr am Netzstrom hängt, über 230 Volt gekühlt wird oder während der Fahrt über 12 Volt oder freistehend über Gas. Und dann haben wir hier unten nochmal einen zusätzlichen Stauraum. Da sind jetzt Bedienungsanleitungen und noch auch eine Fernbedienungsanzeige für die Solarfernanzeige mit drin. Da hat sich der Kunde das nämlich so überlegt, dass er hier so ein Netzwerkkabel mit rausgelegt hat. Und wenn ich mir was kontrollieren will, kann ich das im Prinzip mit anstecken, anstöpseln. Und dann sagt er mir nach einem kleinen Augenblick, dass wir jetzt momentan eine Batteriespannung von 12,7 Volt haben und mit 0,2 Ampere laden. Das hat er abnehmbar gemacht, weil das für uns gar nicht so den riesengroßen Mehrwert mit drin hat. Ich zeige euch auch warum. Weil er nämlich selber hier oben ein zweites Bedienteil eingebaut hat. Das ist ein sogenannter Batteriecomputer von Büttner Elektronik. Ist ja schon an, genau. Wo ich im Prinzip mir auch Spannung der Batterien mit prozentualem Füllstand anzeigen kann, sehen kann. Jetzt gerade zum Beispiel, weil wir alle Lampen anhaben, brauchen wir 3,1 Ampere-Stunden. Die Batterie hat aber noch 100%, weil wir es gerade erst angemacht haben. Und, ach so, da war die spannendste Anzeige, ist hier 21 Stunden und 30 Minuten könnten wir mit dem jetzigen Stromverbrauch, ohne dass irgendwie Strom mit reinkommt, noch mitleben. Und das ist halt über so einen Batteriecomputer dann eine relativ präzise Anzeige, die mit da ist. Auch selbst eingebaut hat sich der Kunde hier die SAT-Anlage. Den Fernseher kann man hier von der Wand lösen und auch schwenken, dass man quasi ihn wahrscheinlich auch rumschwenken kann und auf Toilette fernsehen kann. Nein, dass man ihn so ein bisschen hier in die Mitte bekommt und ihr wahlweise aus dem Bett oben oder aus der Sitzgruppe von unten gucken könnt. Und dann hat der Vario 499 halt viele tolle Stauräume. Einmal hier, da müssen wir den Fernseher wohl doch hier einmal
ein Pushlock, was ein bisschen klemmt. Ich löse mal hier den Fernseher von der Wand. Und dann, achso, dann kommt man nämlich auch da gut an den Schrank. Einmal dort in der Ecke. Das schwenken wir mal rüber, dass der gar nicht mehr im Bild ist. Und das gleiche haben wir drüben gespiegelt. Auch nochmal große Schwänge. Und das hat er mir schon gesagt, da oben so eine kleine Silvi-Magnetleiste. Das ist übrigens eins der coolsten kleinen Features, könnt ihr in jedem Auto gut gebrauchen. Da gibt es so Gläser mit Magnet im Boden drin, die könnt ihr einfach an die Decke hängen und es hält tatsächlich. Das heißt, wir haben die Küche gesehen, wir haben den Stauraum gesehen, wir haben den Kühlschrank gesehen. Das Allerwichtigste bei diesem Auto ist quasi das Bett und deswegen tauschen wir jetzt mal kurz die Plätze und dann könnt ihr da oben reingucken, weil man sich nicht vorstellen kann, wie gewaltig groß das Bett hier ist. So, kurzer Blick in die Ausstattungsliste. Was haben wir hier? Wir haben, habe ich draußen schon gesagt, 165 PS Handschaltung Citroën als 3,5 Tonner. Der Wagen ist erste Hand. Wir haben, das habe ich nochmal rausgesucht, Inspektion in April 23 bei 26.000 Kilometer, im April 21 bei 15.000 Kilometer und im März 20 bei 11.000 Kilometer. Das heißt, von der Inspektionsseite, wir haben jetzt knapp 38.000 Kilometer. Ist ja über die Laufleistung noch lange nicht dran, aber im April nächsten Jahres, also im April 25, wäre die nächste turnusmäßige Inspektion wieder fällig. Der Wagen hat natürlich wie alle Pössl ein All-In-Paket, damit habt ihr Klimaanlage und solche Dinge mit abgefrühstückt. Zusätzlich hat er sich aber damals noch eine Klimaautomatik quasi bestellt. Wir haben beheizbare Außenspiegel, die sind elektrisch verstellt und beheizbar. Wir haben eine Bergabfahrhilfe, wir haben das Traction Plus mit dabei. Ein Doppeldienradio mit Rückfahrkamera und CD-Player mit Freisprecheinrichtung. Da oben ist das Mikrofon, jetzt muss ich ein bisschen abgucken. Ein Lederlenkrad, was ihr gerade nicht sehen könnt. Nebelscheinwerfer hätten wir draußen vorhin sehen können. Markise, Trittstufe, Anhängerkupplung haben wir alles draußen gesehen. Und was man eben nicht gesehen hat, ist, dass der Wagen an der Hinterachse noch zusätzlich eine Luftfeder von Goldschmidt mit dabei hat. Und dann als wichtigste, nennen wir es mal Komfort-Features fürs freie Stehen, Solaranlage, Sattanlage mit Fernseher und eben sowas wie ein Batteriecomputer. Bei der Batterie hatte ich nachgefragt, die Batterie, die drin ist, ist aktuell noch die erste. Das heißt, da ist davon auszugehen, dass irgendwann demnächst eine neue Batterie eventuell auch fällig ist. Ja, was kostet der ganze Spaß? Dafür verlinken wir euch unten unter diesem Video die mobile.de Anzeige. Da müssen wir uns nämlich noch mit dem Kunden abstimmen, was konkret rauskommt. Und bis das Video online ist, werden wir das genau wissen. Deswegen hier unten in der Verlinkung könnt ihr euch das in Ruhe mit anschauen. Von der Ausstattung hier vorne, wir haben hier eine vollwertige Sitzgruppe, wie in den großen Autos auch. 2 klassische 3-Punkt-Gurte. Hier den Tisch, der verhältnismäßig groß ist, der auch diesen rausschwenkbaren Teil hat, der auf der anderen Seite auch einrastet. So kann ich wirklich zu viert hier sehr gut sitzen und essen. Was hier auffällig ist, ist, dass das so eine Korean-Arbeitsfläche ist. So ein Mineralwerkstoff, das ist sehr fest und der Tisch ist auch verhältnismäßig schwer. Dadurch macht er aber auch einen super robusten Tisch. Das ist fast wie eine moderne Küchenarbeitsfläche, wenn man sich das anguckt und hier auch dran sitzt. Den Polsterstoff gibt es inzwischen leider nicht mehr, der heißt Nizza. Das war nochmal Zeiten, wo wir ein bisschen Farbe auch im Spiel hatten. Das Holzdekor ist Rosenholz und was nicht Serie war, ist, dass wir hier so eine indirekte Beleuchtung oben mit drin haben. Und damit ihr wisst, welchen Knopf ihr wofür drücken müsst, ist das hier auch alles schön beschriftet. Das ist die LED-Leiste und das sind die Spots hier, die man sich auch so ein bisschen einstellen kann, wie man das haben will. Also insgesamt finde ich vor allem vor diesem Hintergrund, dass wir ein 499er Auto haben, um das nochmal ganz kurz zu erwähnen, gewaltig, was hier drin ist. So, wenn ihr jetzt mal mit mir aufsteht und wir einfach mal eine Etage nach oben gucken, weil ich klappe jetzt mal das Bett runter, weil hier sind 2 Sachen, die ich euch zeigen will. Zum einen habt ihr dort oben wirklich eine Liegefläche, die gewaltig ist. Ich meine, wenn ich mich recht entsinne, dass das Bettenmaß 2 Meter mal 1,70 ist. Das Wichtigste ist aber vor allem, du spürst hier unten überhaupt nicht, ob das Bett runtergeklappt ist oder nicht. Das heißt, wenn einer von euch schon ins Bett geht, kann ich hier unten alles ganz normal nutzen und habe volle Sitzhöhe, keinerlei Einschränkung, kann das kochen, kann arbeiten in der Küche, weil da die totale Stehhöhe ist. Und das finde ich schon sehr faszinierend für ein so kurzes Auto mit nur 4,99 Meter Länge.
Und dann eben oben auch der Raum, die Breite, weil das Auto ein bisschen anders gebaut ist als die anderen. Das Dach liegt oben drauf. Also wir haben hier quasi ein H1 Ducato. Das ist ja leider ein Format, was Fiat Citroën eingestellt hat. Wir können ja das Basisfahrzeug so nicht mehr kaufen. Und das normalerweise sind die GFK-Dächer quasi, dass sie im Auto liegt und das GFK-Dach erst höher anfängt. Und hier liegt ihr schon komplett im Dach. Und deswegen ist beim Vario 499, genau wie beim 545er, das Dachbett deutlich größer als zum Beispiel bei unserem Tourbin Vario, der mit 6 Meter tatsächlich eigentlich sogar länger wäre. Was fehlt uns noch zu unserem Glück? Die Nasszelle, und da gucken wir jetzt noch mal gemeinsam rein. So, die Nasszelle zum einen mit einer normalen Lamellenschiebetür, dass man das auch zumachen kann. Achso, Licht haben wir sogar schon an. Wir haben hier, ich weiß nicht, ob ihr damit in die Ecke gucken könnt, hinter dem Spiegel einen richtig schön großen Stauraum, der auch schnell einrastet. Viele schöne kleine Ablagen und was unten ja noch fehlt, hier hinter der Toilette nochmal einen richtig großen Kleiderschrank. Als die Kunden das Auto damals neu übernommen haben, war ihnen relativ schnell eben klar, dass sie gesagt haben, mir ist das einen kleinen Tick zu dunkel hier hinten drin. Deswegen haben wir das Fenster nochmal nachgerüstet. Das war nicht von Anfang an drin, das haben wir damals mit eingebaut. Aber auch auf der Toilette halt hier super viel Raum. Das unterm Waschbecken ist kein Stauraum. Da habt ihr Platz für 2x11 Kilo Gas, die dort mit drin gelagert werden können. Und dann haben wir hier nochmal eine kleine 12 Volt Steckdose, keine Ahnung, für einen tragbaren Föhn, irgendeinen Reiserasierer oder sonstiges. Insgesamt aber, glaube ich, ein Auto, was durchaus da ist. Klar, wir haben ein Auto 2018, das heißt, wir reden über ein Auto, was 5,5 Jahre jetzt ungefähr alt ist. Das ist kein Neuwagen, aber wir haben hier ein super ehrliches Auto. Deswegen ist mir jetzt auch wichtig, in diesen Videos das jetzt nicht aufgehübscht, durch einen Aufbereiter gejagt, euch zu zeigen, wie es sein könnte, sondern schon ganz ehrlich zu zeigen, wie so ein Wagen gerade dasteht, weil man das vielleicht auch ganz gut daran ablesen kann, was ist. Und bei jedem Auto, was ihr gebraucht kauft, muss man sich eigentlich sagen, wenn ich den für mich in Betrieb nehme sozusagen, nehme ich ein bisschen Zeit, mache mir die Ecken schön, überlege mir, will ich einen Fernseher, will ich das alles haben, lasse ich das drin, baue ich das aus. Und da kann man, jedes Auto macht ihr im Laufe der ersten 3 bis 5 Reisen zu eurem eigenen. Und da muss man dann sowieso am Anfang noch mal ein bisschen gucken, was da ist und wie man die einzelnen Sachen an sich anpasst. Und da ist sicherlich auch noch mal ein Tag eigene Liebe mit reinstecken mit dabei. Gut angebracht sozusagen. Aber alles in allem einfach ein ordentliches, sauberes Fahrzeug, so wie es da steht. Was ich euch eingangs versprochen habe, ist, dass wir jetzt noch mal gemeinsam draußen aufs Dach gucken, damit wir auch eine Idee zur Solaranlage und zur Sattanlage bekommen. Das habe ich nämlich selber noch nicht gemacht. Und dann einfach noch mal für euch der Hinweis unten in der Videobeschreibung, die mobile.de Anzeige auch mit Bildern und mit den technischen Daten zum Fahrzeug selber. Also lasst uns eine Leiter holen und gemeinsam draußen aufs Dach gucken. So, ich bin eine Etage höher, ganz schön hoch, aber ich bin alleine. Wir gucken jetzt mal gemeinsam aufs Dach, wie ich euch das vorhin versprochen habe. Ich drehe dafür die Kamera mal. Zack. Das ist das Dach von oben. Ihr seht hier vorne, da ist eine vollautomatische Sattanlage, die zu dem Fernseher gehört, die ihr drin gesehen habt. Ihr habt da hinten eine kleine Solaranlage, die dürfte nicht so unendlich viel Leistung haben. Was mag das sein? Ich denke 70, 80 Watt, viel mehr wird das nicht sein. Und natürlich die große Dachhaube. Wer mehr Solar haben wollen würde, könnte sich da noch was draufkleben. Ja, mehr sehen wir hier oben letztendlich nicht. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr einen guten Eindruck von diesem Vario 499 erhalten habt. Wenn ihr mehr Bilder wollt, in der mobile.de Anzeige findet ihr das auch alles nochmal. Und ansonsten stehen wir für Rückfragen gern zur Verfügung. Erstmal schöne Grüße aus Stove, hier heute mal oben aus dem 2. Stock sozusagen. Ich gehe jetzt heil die Leiter runter, damit wir noch ein bisschen das eine oder andere für euch filmen können. Und dann freue ich mich auf euch im nächsten Video. Bis bald und schöne Grüße. Tschüss!